als 2,5 Jahren warte ich auf diesen Augenblick. Damals hat für mich die Reise in dieser tollen Firma begonnen. Und heute feiern wir alle hier nicht nur einen, sondern gleich 2 riesige Meilensteine in unserer Firmengeschichte. Erstens, wir eröffnen unseren GigaHub, eines der weltweit modernsten und größten Entwicklungs- und Produktionszentren seiner Art. Ein wahrer Leuchtturm für den Wasserstoff. Zweitens, wir geben unserer Firma einen neuen Namen, Quest One. Der Name spiegelt auf 3 Ebenen wider, was uns ausmacht. Quest One steht für den Kampf gegen die Klimakrise, die größte Aufgabe unserer Generation. Das One steht aber auch für Wasserstoff, das erste Element im Periodensystem. Und am wichtigsten ist unsere Ambition, die sich in dem Namen widerspiegelt. Wir wollen bis 2050 1% der globalen Treibhausgasemissionen durch unsere Elektrolyseure vermeiden. Das ist unsere Quest One. Sie sehen, wir haben richtig viel vor und da sind wir überglücklich und dankbar, dass Sie uns heute dabei begleiten. Herr Bundeskanzler Scholz, Herr Erster Bürgermeister Tschentscher, Frau Senatorin Leonhardt, Herr Bezirksamtsleiter Ritzenhoff, Herr Pötsch, Herr Kilian, Uwe Lauber, Exzellenzen, Abgeordnete des Bundestags und der Bürgerschaft und Sie alle, liebe Gäste, Kunden, Lieferanten, Partner, Wegbegleiter und natürlich das gesamte Team von Quest One. Der Klimawandel ist längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr. Er ist schon heute spürbar. Auch ich persönlich bin in mehrfacher Hinsicht betroffen. Ich bin südlich von Bonn aufgewachsen, nicht weit vom Ahrtal, wo die Flutkatastrophe war und auch einige meiner Klassenkameraden wohnten. Meine Familie macht seit vielen Generationen Forstwirtschaft im Sauerland. Nach den Trockenheiten der letzten Jahre sieht es dort in manchen Teilen aus wie eine Mondlandschaft. Und ich habe auf dem Rhein rudern gelernt. Dass der vor 2 Jahren fast ausgetrocknet war, ist für mich kaum vorstellbar. Das alles ist für mich sehr groß und es geht mir nah. Doch auf der ganzen Welt werden alle Menschen betroffen sein, direkt oder indirekt. 8 Milliarden Menschen. Bei diesen Dimensionen fühlt es sich manchmal so an, als wäre die Klimakrise unlösbar. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, nicht nur, weil ich das Potenzial von grünem Wasserstoff kenne, sondern auch, weil ich weiß, was wir bewirken können, wenn wir es anpacken. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an das gewaltige Ozonloch in den 80er Jahren? Ich habe noch meine Mutter im Ohr. Robin, gräb nicht ein, das Ozonloch. Die Situation war dramatisch. Ohne eine Lösung wären die Auswirkungen auf der ganzen Welt verheerend gewesen. Aber in einer beispiellosen globalen Aktion haben Wissenschaft, Politik und Industrie Stoffe wie FCKW und Co. verbannt und so die Bedrohung eingedämmt. Diesen Spirit brauchen wir auch heute im Kampf gegen die Klimakrise. Probleme global anpacken und Lösungen schnell umsetzen. Ich habe 4 Kinder und ich bin mir sicher, sie werden mich irgendwann fragen, was hast du getan, außer uns ständig daran zu erinnern, das Licht auszuschalten? Was war dein Beitrag? Solche und ähnliche Fragen werden wohl viele von uns zu hören bekommen. Mit Quest One sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine ganze Menge tun können. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Produkten 1% der THG-Emissionen zu vermeiden. Das ist ein enormer Impact
für ein Unternehmen mit heute gerade mal 600 Mitarbeitenden. Und aus dieser Möglichkeit erwächst auch eine Pflicht. Eine Pflicht, dass wir alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das werden wir. Und deshalb tragen wir dieses Bekenntnis in unserem Namen. Spätestens seit Paris 2015 wissen wir wirklich alle, dass wir die Klimakrise nur mit einem echten Net Zero bekämpfen können. Und das wiederum geht sinnvoll nur mit grünem Wasserstoff. Denn in vielen Sektoren ist Elektrifizierung schlichtweg keine Option. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ein Traktor kann vielleicht auch elektrisch fahren, aber Düngemittel werden nur mit grünem Wasserstoff CO2-neutral. Weder Handelsschiffe noch Flugzeuge haben genug Platz für schwere, große Antriebsbatterien. Und auch in der Stahlindustrie braucht man Wasserstoff statt Kohle als Reduktionsmittel. Fakt ist, solche Sektoren können nur auf Basis von grünem Wasserstoff sinnvoll dekarbonisiert werden. Und das macht 10–20% der globalen Treibhausgase aus. Der Bedarf ist also enorm. Und daraus ergibt sich auch ein gigantisches unternehmerisches Potenzial für uns, für Deutschland und für Europa. Erst kürzlich bestätigte Mario Draghi in seinem Bericht zur Zukunft Europas, bei Wasserstoff geht es nicht nur um Dekarbonisierung, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Die Prognosen vieler Analysten sehen den Markt für grünen Wasserstoff bis 2050 auf 500 bis 600 Millionen Tonnen pro Jahr anwachsen. Das entspricht 1,4 Billionen Dollar. 1,4 Billionen Dollar. Das ist wahnsinnig viel Geld. Noch mehr Geld wird auf der anderen Seite heute aber immer noch für Subventionen in fossile Brennstoffe ausgegeben, nämlich weltweit sogar 1,5 Billionen Dollar. Das Geld ist also da. Es fließt halt nur in die falschen Kanäle. Und das muss und wird sich ändern. Der riesige Zukunftsmarkt Wasserstoff befindet sich noch in einem sehr frühen Aufbau. Die Kuchenstücke werden aber heute verteilt, nicht erst 2050. Dann wird der Kuchen zwar größer sein, aber mehr Stückchen wird es deshalb nicht unbedingt geben. Wir haben also heute eine große Chance, den Elektrolyse- und Wasserstoffmarkt zu gestalten und anzuführen. Gerade bei der zukunftsträchtigen PEM-Elektrolyse haben wir in Europa die Nase vorn. Wir müssen alles dafür tun, diesen internationalen Wettbewerbsvorteil zu wahren und weiter auszubauen. USA und China sehen da ebenfalls ihren Platz und legen sich ordentlich ins Zeug. So stehen wir auch mit hochsubventionierten chinesischen Herstellern im Wettbewerb. Dafür brauchen wir ein Level Playing Field, Herr Bundeskanzler, damit sich das Desaster der deutschen Solarindustrie nicht wiederholt. Der Wasserstoffhochlauf ist ein dickes Brett. Produzenten und Abnehmer, Infrastruktur, Finanzierung, Förderung und Regulatorik müssen effektiv und gleichzeitig bereitstehen. Das haben viele unterschätzt. Und daher ist der anfängliche Hype einem Realismus, in einigen Teilen vielleicht sogar einem Pessimismus gewichen. Aber man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die Fundamentals für Wasserstoff sind nach wie vor intakt. Es ist eine Frage des Timings, nicht der zukünftigen Marktgröße. Und es ist auch eine Menge passiert. Aus der Politik kommt nicht nur Zuspruch, sondern auch handfeste Unterstützung. Trotzdem bleibt noch Luft nach oben. Wir brauchen unbürokratische, praxisorientierte Fördermechanismen und Genehmigungsprozesse, die zügig funktionieren. Wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Bundeskanzler. Ein gut designtes Wasserstoffbeschleunigungsgesetz kann hier echt helfen. Außerdem brauchen wir auch nach dem KTF-Urteil
die nötigen Mittel, um insbesondere den Wasserstoff-Offtake anzukurbeln. Zum Beispiel mit Hilfe von effektiven Klimaschutzverträgen. Beistand von höchster Ebene ist dabei schlichtweg unverzichtbar. Umso mehr bedanke ich mich bei Ihnen, lieber Herr Bundeskanzler, für Ihren symbolträchtigen Besuch. Ihre Unterstützung ist in allen Bereichen essentiell für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Wir bei Quest One tun alles dafür, um unseren Anteil beizutragen. Die Eröffnung unseres neuen Gigahubs ist ein Meilenstein und ein wichtiger Tag für Hamburg. Wir können hier Stacks mit einer Kapazität von über 5 Gigawatt jährlich produzieren. Insgesamt investieren wir global über die Jahre 500 Millionen Euro in den Hochlauf mit Elektrolyseuren made in Germany. Das ist unser klares Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland und zu unserer Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Das alles schaffen wir nicht allein. Mit unseren Anteilseignern MAN Energy Solutions und Volkswagen haben wir die bestmöglichen Partner an unserer Seite. Lieber Herr Kilian und Uwe Lauber, Ihr Vertrauen und Ihr unternehmerischer Support ermöglichen Quest One. Ganz herzlichen Dank. Auch bei der Stadt Hamburg möchte ich mich bedanken. Die Stadt denkt groß und steht mit Verbindlichkeit hinter dem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, Frau Senatorin, Herr Bezirksamtsleiter, für Ihre tatkräftige und unkomplizierte Unterstützung beim Bau des Gigahubs. Auch wenn wir vieles erreicht haben, ist trotzdem klar, es ist noch ein weiter Weg. Denn wir bauen einen neuen Industriezweig, ein Energiesystem der Zukunft. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Dafür wünsche ich mir eine Machermentalität, damit wir die Chancen der Transformation nutzen, statt vor der gewaltigen Aufgabe zu erstarren. Schließlich haben wir Grund für Optimismus. Denn wie gesagt, solche monumentalen Bewährungsproben haben wir Menschen früher gelöst, indem wir sie gemeinsam angepackt haben. Also lassen Sie uns alle hier den Industriestandort stärken, die Klimakrise bekämpfen und damit unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft bauen. Das ist es, was uns im tiefsten Innern bewegt und motiviert. Das ist unsere Quest, die eine Quest, die wir lösen müssen. Die Quest One.